Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Unterbewertung von Silber gegenüber US-Schulden. Disclaimer. Grady, der Statist Grady, wartet mit einem Ratiochart von Silber und US-Schulden auf, den jeder kennen sollte. Er kommentiert hierzu wie folgt: This chart shows how extremely undervaluated silver is versus US debt. And since it had broken image plus backtested, the revolution of silver is starting. For heaven's sake, don't miss the greatest bull move of all time. Übersetzt, dieser Chart zeigt, wie extrem unterbewertet Silber gegenüber US-Schulden. Und da es auf keinem Bild plus Backtest ausgebrochen ist, beginnt die Neubewertung von Silber. Um Himmels Willen verpassen Sie nicht die größte Hauser aller Zeiten. Ja, hier sind einfach die Schulden mit Silber dementsprechend korreliert und Sie sehen eigentlich, dass in den 70er Jahren eben Silber tatsächlich eine enorme Rolle gespielt hat, besonders hier 1980, als Silber $50 erreicht hat, und da wurde es eigentlich man kann sagen, bis 1990, 92, 93 komplett demonetarisiert, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Dann jetzt, sage ich mal, Anfang der 2000er Jahre stieg es dann wieder ein bisschen an, 2011, und jetzt sind wir eigentlich wieder komplett demonetarisiert. Das ist also ein ganz, ganz extremes Missverhältnis, wie dieser Chartist das eben ausdrückt. Ja, kaum zu glauben, wie man das geschafft hat. Aber es ist eben sehr wahrscheinlich, wenn es zu einer weiteren Schuldenkrise kommt, dass sich diese Verhältnisse umdrehen. Und das führt eben zu diesem ungeheuer großen Potenzial von Silber, wie dieser Statist eben meint. Ja, hier ein Kupfer-, Silber- und Goldexplorationsunternehmen aus Kolumbien. Exploration und Erschließung hochgradiger Kupfer-, Silber- und Goldvorkommen in Kolumbien und Peru. Das Vorzeige des Unternehmens ist das Kupfer-Silber-Projekt Cesar, das sich in der nordöstlichen Region Kolumbiens befindet. Das Cesar-Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 1757 Quadratkilometer und gilt als einer der größten Kupfer-Silbersysteme der Welt. 18,5% Kupfer und 292 Gramm pro Tonne Silber. Neben dem Projekt Cesar besitzt das Unternehmen auch mehrere andere Explorationsprojekte in Kolumbien, darunter das Kupferprojekt äh, Gajala und das Goldprojekt Choco. Ja, hier vielleicht nochmal ein Wort zum Chart. Diese Aktie fällt durch extreme Ausschläge und eben aber leider auch Rückgänge auf. Wir hatten die jetzt schon mal 2019 auf 2,5, ist dann im Prinzip komplett wieder abgesagt. Und dann ist es aber zwischenzeitlich bis auf 80 Cent hier auch von wenigen Cent wieder gestiegen, hat im Wesentlichen die Gewinne auch wieder abgegeben und scheint aber jetzt eben den Boden gefunden zu haben, ist dabei wieder auszubrechen. Gut möglich, dass so ein Unternehmen bei der bevorstehenden Gold- und Silberaktien Rallye wieder in ähnlicher Art und Weise überproportional profitiert. Große, gute Assets haben sie es. Natürlich, die Länder sind eben durchaus kritisch. Kolumbien und Peru, keine Frage. Aber das muss nicht unbedingt, wenn es jetzt wirklich zum Gold- und Silberaktienbullenmarkt kommt, eine besonders große Rolle spielen. Da gucken die Investoren in dieser Phase vermutlich auf die Assets, und die sind gewaltig, gerade mit ihrem auch Kupfer beispielsweise. Sie haben auch noch ein paar andere Projekte. Hier das RT-Gold-Projekt besteht aus zwei zusammenhängenden Mineralkonzessionen, die sich 760 Kilometer nördlich von Lima entdecken, also Peru in der Condor-Bergkette im Norden Perus innerhalb des metallurgischen Gürtels von Weltklasse. Ja, sie sind auch, also wie gesagt, das ganze Gebiet beherbergt eine Reihe von Weltklasse Goldlagerstätten. Also es hat die Projekte in Kolumbien sind einfach schon gigantisch, und dann eben noch dieses Zusatzpotenzial
in Peru. Ich glaube, das ganze Unternehmen ist circa 20 Millionen Marktkapitalisierung. Also wenn hier es wieder zum Gold- und Silberaktienmarkt kommt, meiner Meinung nach, kann diese Aktie gut davon profitieren. Wie immer ist es selbstverständlich keine Kaufempfehlung. Ich wollte die nur einfach aufzeigen, was wir immer am Markt noch für gewaltige Ressourcen bekommen im Vergleich zu der Marktkapitalisierung. Ja, generell nochmal zu Gold. Ja, Gold müsste eigentlich analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf mindestens 8500 Dollar steigen. Zum einen, klar, ist es eine Reflexion der gedruckten Geldmengen etc. Ähm, zum anderen ist die Chartdynamik mit den 1970er Jahren, also dem letzten großen Goldaktienbullenmarkt, vergleichbar. Dort ist damals Gold von 35 Dollar auf 200 bis 1974 gestiegen. Dann hat es korrigiert auf 100 Dollar. Und da wollte zum Beispiel auch keiner was von Gold- und Silberaktien investieren. Und dann baute sich langsam von 100 Dollar, das bis damals aktuell dann auf 200 Dollar. Dann gab es nochmal einen riesen Rücksetzer, der möglicherweise die Leute, die dann so lange durchgehalten haben, nochmal rausschmeißen sollte. Und dann kam dieser Mega-Anstieg. Und ich finde, das ist absolut vergleichbar. Die Leute sind frustriert in Gold- und Silberaktien. Diese Rücksetzer werden eben versucht, dass die Leute aussteigen, an dem Markt nicht teilnehmen und dann kommt sowas. Und zum gleichen Zeitpunkt gab es eben diese Minenentwicklung, auf die wir uns ja konzentrieren. Wir hoffen, dass sie sich in irgendeiner Form wiederholt. Hier ging es von 5 Cent auf 19 Dollar, 10 Cent auf 36 Dollar, 20 Cent auf 40 Dollar. Also aus 1000 Dollar konnte man hier 100, 200, 300.000 Dollar machen, eben in dieser ganz speziellen Phase. Aber wir glauben eben, dass es mindestens vor einer ähnlichen Phase jetzt wieder stehen. Die Goldaktien und Silberaktien sind im Verhältnis zu Gold exorbitant unterbewertet. Und der Silberpreis lässt sich kaum noch im Griff halten. Die werden das nicht wesentlich weiter drücken können. Gegenteil, die COMEX hat kein Silber mehr. Es wird weiter industriell verbraucht. Es wird gehortet. Also da der Silberpreisanstieg im Prinzip ist nicht zu verhindern und es dürfte wahrscheinlich im ersten Schub in Richtung 32 Dollar gehen, dann vielleicht eine kleine Korrektur geben und dann hoch mindestens auf 42 Dollar. Und all das würde von der Masse jetzt gar nicht so wahrgenommen werden, weil Gold würde vielleicht um 30, 35% gehen, Silber eben auf 42. Das interessiert im Prinzip keinen. Aber worauf man sicherlich gucken wird, dann am Ende, nachdem es geschehen ist, ist der Anstieg der Gold- und Silberaktie, die eben von wenigen Penners in den Dollarbereich steigen. Das sind eben lebensverändernde Gewinne sozusagen, die damit möglich sind und nicht so sehr mit dem physischen Metall. Das braucht man eher langfristig und als Fundamentalabsicht. Ja, welche Finanzereignisse liegen vor uns? Eben dieser moderate Anstieg von Gold und Silber, eben Silber 42, Gold vielleicht 2300, 2400. Wir werden es sehen. Das führt möglicherweise zum Goldaktienrallye und dann können sich eben Penny Stocks hier wie in dem linken Beispiel verhalten. Hier gehen es von 2 Cent auf 36 Cent innerhalb vom halben Jahr drauf. Und das könnte für viele, viele Aktien so bedeuten. Und wir hoffen natürlich, wenn wegen der starken Unterdrückung, dass es ein stärker Schub wird, dass, sage ich mal, diese Art Aktien zumindest alle sich in dem Dollarbereich wiederfinden und einige drüber hinaus. Und das wäre sehr, sehr attraktiv. Ja, Goldaktien sind im Allgemeinen immer noch extremst unterbewertet. Das sehen Sie auf der rechten Seite an der Ratio, wo einfach Gold mit Goldaktien verglichen werden. Und Sie sehen, Goldaktien sind 1996 im Bärenmarkt, kaum zu glauben, aber ist so. Erst jetzt eigentlich haben sie den Boden gefunden und die Chartisten glauben es, dass es eben mittels einer Mega-Eruption wieder ins Gleichgewicht sozusagen geht. Dasselbe ist eben der Unterschied zwischen Junior Penny Goldaktien und Senior Penny Goldaktien. Gibt es einen enormen Bewertungsgap und das heißt eben, wenn man Junior in Explorationsaktien investiert und es kommt zu diesem Phänomen, dass die sozusagen mit einmal dann bewertet werden, wie 2002, können die sogar hier sich treffen mit der Bewertung der Senior-Gold-Aktien sozusagen. Und das führt dann natürlich zu ganz gewaltigen Kursabschlägen. Also diese beiden Faktoren drängen sozusagen auf die
Junior- und Explorationsaktien sozusagen. Ja, wie hätte man 1970 optimal investiert? Im Grunde genommen, im Nachgang ist es immer easy, aber klar, hätte man einfach sein Geld in Goldaktien investieren müssen, vielleicht Rückgänge aussitzen können, Top-Goldaktien nachkaufen, meiner Meinung nach mit einer heute vergleichbaren Situation, um dann, wenn denn der Goldbullenmarkt durchbricht, und Sie sehen, das dauert im Allgemeinen irgendwo 6, 8 Monate, wir vermuten ja auch 6 bis 8 Monate jetzt, haben wir dann extremen Anstieg und dann können eben Penny-Gold-Aktien, und das hier ein Beispiel, und das bis zu 100-fache unter Umständen steigen. Dazu muss man aber durchhalten und natürlich dann auch die absolute Euphorie, die dann unweigerlich für Goldaktien entsteht, dann auch abstoßen sozusagen. Ja, und damals wäre es dann gut gewesen, hätte man diese Goldaktiengewinne, wenn alle heiß auf Gold und Silber gewesen sind, dann in Top-Aktien investiert, sei es zum Beispiel Berkshire Hathaway oder andere Top-Fonds oder eben auch andere Aktien. Wenn man das, also man multipliziert das quasi, also aus $50 1995, 74 investiert in Pennygold-Aktien, hätte vielleicht am Ende eine Verhundertfachung gebracht, und das Reinvestieren, denn zum Beispiel in Berkshire Hathaway bis 1999 1 Million, aus $50 langfristig 1 Million. Und das Schöne ist, das sind eigentlich nur 2 Transaktionen, wenig Stress, und man hat sicherlich etliche $50 zur Verfügung oder hätte damals zur Verfügung gehabt und hätte die damals auch dementsprechend investieren können. Und man wäre langfristig ein absolut gemachter Mann oder Frau eben gewesen. Ähm, einfach nur, indem man diese Verzerrung richtig spielt. Wichtig ist eben aus meiner Sicht, man muss eben durchhalten. Irgendwann kommt die Eruption, die kommt nicht mit Vorheransage. Dann kann man diese Gewinne einfahren, und dann muss man eben sehen, dass man durchaus diesen Sektor, wenn er dann überbewertet ist, in den gegenteiligen Sektor investiert. Jedenfalls damals wäre es so richtig gewesen. Das soll ja auch nur dazu dienen, sich zu bewusst machen, wie wir uns vielleicht heute halten. Das wird schon ein bisschen anders sein, aber gewisse Ähnlichkeiten mit der damaligen Situation werden mit Sicherheit auftreten. Ereignis 2, Ereignis 3. Damit ist gemeint, Goldaktien steigen höher, sind irgendwann teuer. Also es gibt das Risiko von den minenproduzierenden Ländern, aber auch das einheimische Bankensystem wird schwieriger. Wir müssen also relativ früh versuchen, aufgrund dieser Schwierigkeiten von den Gewinnen dann mehr Gold und Silber oder andere Sachwerte zu kaufen oder einfach davon zu leben, sodass man seine bisherigen Reserven nicht aufbrechen kann. Jeweils 1980 im ökonomischen Tiefpunkt, wo der Gold $850 war, konnte man laut Mike Maloney für 500 Silberunzen ein Haus kaufen. Und viele Analysten glauben eben, dass es niemals noch viel, viel heftiger werden wird. Also, das würde dann bedeuten, dass man irgendwo für 200 Unzen vermutlich dieses Mal ein Haus bekommt, rein von der Ableitung hier, wie die Statisten das so sehen. Ähm, ja, also das sind dann die verschiedenen Ereignisse, also mittels steigender Goldaktien mehr Gold und Silber zum Beispiel generieren und dann diesen ökonomischen Tiefpunkt, nenne ich das mal, abwarten. Ja, Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Wie muss man investieren? Basierend eben auf diesen historischen Beobachten. Wir investieren einfach immer zum Beispiel in 200 oder 300er Portionen in Top-Gold-Aktien. Einige gehen vielleicht um das Hundertfache hoch, andere gehen vielleicht pleite, aber was im Bullenmarkt relativ selten ist. Andere steigen nur um das Fünffache, Zehnfache, 20-fache und so weiter und so weiter. Kommen wir vielleicht in einem wirklichen Bullenmarkt von dieser tiefen Unterbewertung auf den Faktor 25, so wie er angegeben. Äh, weil wir wissen, dass der Goldaktienbullenmarkt in Wirklichkeit die ganz großen Gewinne in der Frühphase entstehen, wie die Goldaktien überhaupt nicht bewertet sind, am Boden quasi leben, noch nicht mal gerade ein paar Pennies bewertet sind. Die werden dann mit einmal steigen, so Richtung $1 und sonst was. Danach sind die ja nicht so interessant, weil
ähm, dann können Sie eigentlich nur von 1 auf 2 oder $3 oder sonst was steigen. Das ist der Hebel raus. Das geht dann proportional mit dem Silber hoch. Aber in der frühen Phase ist das interessant. Das muss man sich bewusst machen. Ja, okay. Jedenfalls sage ich mal, der gesamte Edelmetallsektor hat seine Maximalziele bei $8.000 für Gold und vielleicht 300 für Silber, die sicherlich nicht langfristig nachhaltig sind, keineswegs. Es kann dann sofort eine 50% Implosion oder sonst was kommen von diesen Höhen, wie 1980 auch, dass ja Silber am Ende von $50 sehr schnell auf $10 und dann am Ende sogar noch weiter gesunken. Das muss sich bewusst machen, dass auch das starken Spekulationen unterworfen ist. Aber wenn diese Maximalwerte erreicht sind, kann man eben dementsprechend dann Häuser, Aktien, Top-Aktien, Fonds, das ist hier mit 50 einfach angegeben, einfach, dass sich dann, sobald die Währungsverhältnisse sich beruhigt haben, die Entschuldung natürlich eingetreten ist durch die Inflation, dann gibt es langfristig in dem dann folgenden Wirtschaftszyklus vielleicht einfach Top-Aktien, die sich in 50-facher entwickeln. Und wenn man dann das alles sozusagen multipliziert, kommt man auf die verrückte Summe von 1 Million Kaufkraft. Wie lange ist das von jetzt aus, sagen wir mal so, die Goldaktien-Rallye haben wir vielleicht jetzt mehr oder weniger plus minus einem Jahr, die maximalen Silber- und Goldwerte irgendwie in 2 bis 5 Jahren und dann der nächste ökonomische Boom, der da stattfindet, ist dann irgendwo vielleicht in 5 bis 10 Jahren. Das geht möglicherweise durchaus schnell, weil das Ganze sich ja technologisch ungeheuer beschleunigt. Das dürfen Sie auch nicht vergessen. Und wenn man dies eben multipliziert, ist man vielleicht langfristig in der glücklichen Lage, dadurch ein enormes Vermögen zu machen. Aber wie gesagt, das ist eine theoretische Erwähnung, basieren auf diese historischen Verhältnisse und das bleibt zu diskutieren, ob das tatsächlich realistisch ist, aber man kann das ja mal so in den Raum stellen. 1000-Becker-Report, wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, sortieren die nach Risiko, berechnen den Potenzialfaktor. Exit-Strategie ist auch dabei. Mehr Informationen, wenn Sie sich für einen Report interessiert, finden Sie im Anhang unten im YouTube-Beschreibung. Einlagen von Gold und Silber ist ein Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen. Eine Überweisung schon zum Zollfreilager in der Schweiz eingelagert, keine Mindestinvestitionssummen, genauso leicht ist der Verkauf, kann man sich vielleicht auch mal ansehen und die haben auch eine sehr freundliche und kompetente Beratung. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, es würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.